Eros Najim, Freunde, yes. Willkommen zurück auf meinen Kanal. Moin, Dennis, a.k.a. Fragrance of Hamburg. Für die Leute, die es immer noch nicht verstanden haben, abonniert diesen Kanal, Freunde. Ja, Eros Najim jetzt auch in Europa. Ja, war ja für den arabischen Raum, glaube ich, ein bisschen geeignet. Und jetzt gibt es ihn auf jeden Fall offiziell hier. Selbst bei Douglas, ich habe ihn dort getestet. Ja, ich habe ihn tatsächlich nicht. Und ich habe ja auch immer, sag ich mal, mit mir selber, ja, ich war eigentlich immer im Reinen. Ich habe gesagt, ich kaufe immer Flakons, weil anderweitig werde ich sie nicht zeigen. Es bleibt eigentlich auch so, aber ich mache jetzt auch mal Ausnahmen, weil ich habe über 1300 Düfte und irgendwann ist dann auch mal gut. Und weil in meiner Nase, so im Designerbereich, das aktuell ein bisschen schleppend ist, sehe ich das nicht so ein, immer alles zu kaufen und vor allen Dingen auch nicht für diese Preise, die aktuell im Designerbereich, sag ich mal, stationär, wie soll ich da eigentlich schon sagen? Nee, ich lasse es lieber, das hört sich so hart an. Also die wollen schon gutes Geld haben. So, das ist jetzt Ruhe. Das ist schon nett ausgedrückt. So, genauso wie den Eros. 144 €, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich werde jetzt nicht sagen wo, aber 144 € für 100 ml. Das ist schon stabil. So, aber lohnt sich dieser Duft? Also es war ja bei Energy und überhaupt bei den ganzen Eros war ja ein großer Hype. Bei denen ist das so ein bisschen, bis jetzt finde ich jedenfalls ein bisschen, der Hype ist nicht so groß. Dieser Duft kommt grundsätzlich über Karamell und Kardamom. Es ist auch noch eine schöne Mandarine drin und so weiter und so fort. Für mich hat der Duft nicht viel mit den wirklichen Eros gemein. Ich meine, Energy war jetzt auch nicht unbedingt so auch in diese Oldschool-Variante oder hatte auch nicht diesen Touch unbedingt. Aber ein bisschen habe ich dann doch so, das Gefühl gehabt, da schwingt so ein bisschen doch tatsächlich Eros mit. Hier bei den Najim finde ich das nicht so wirklich. Ist es tatsächlich auch noch Oud drin. Also für Oud-Liebhaber, so wie ich das bin, ist das jetzt nicht wirklich, ist kein Oud-Duft. So ist es wirklich kein Oud-Duft, ne? Aber es kommt grundsätzlich über Karamell und das hatte ich gesagt, Kardamom. Und es ist auch noch Patchouli drin und so weiter und Weihrauch. So, das hört sich alles extrem stark an. Aber es ist eigentlich, wenn ich es hart ausdrücke, eine süße Plörre. Jetzt könntet ihr Vorsicht, stopp. Ihr sagt jetzt, ja, aber Eros ist auch eine süße Plörre. Ja, aber Eros hat ein Statement gesetzt. Eros ist Eros. Und alle, die dann kamen, Eros Flame, Mann. Hier stehen sie, Eros Flame. Das ist auch noch die alte Version Eau de Toilette, die ist bombastisch, monströs. Denn das Parfüm, das Eau de Parfüm, meistens verkaufe ich es immer wieder, weil ich brauche dieses Zwischending nie. Das ist wie beim Bleu de Chanel. Ich brauche das Eau de Parfüm nicht, das Eau de Toilette und das Parfüm. So, und dann natürlich Energy. Energy hat einfach irgendwas. Der ist geil. So, und jetzt Najim, das ist schleppend und ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gekauft, ich warte noch ab und ich glaube, ich werde ihn auch fast nur in die Sammlung nehmen, weil ich so und so die habe. Und ich werde ja auch nicht der Letzte bleiben, gehe ich stark davon aus. Aber ob das hätte sein müssen und dann vorher noch zu sagen, den gibt's so und so, nur im arabischen Bereich, whatever. Und nun holen wir den doch hier rüber. Ja, aber dafür hätte das anders sein müssen. Und dann hätte auch in meiner Nase, für mich sind arabische Düfte Oud. Das ist jetzt kein arabischer Duft. Also hier, Botnikow kommt aus Thailand. Da ist auch thailändisches Oud drin, und was weiß ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber ich will nur sagen, damit die Araber haben es ja eben auch, dieses Schwere und den Oud-lastig. Holzig ist der Duft auch. Aber ich finde einfach, es fehlt irgendwas. Das ist jetzt ich sag euch eins, wenn ich die jetzt ranken müsste, das ist jetzt aus dem Stegreif, das müsste ich dann nochmal testen, dann wäre er auf dem letzten Platz, weil der Flame zum Beispiel auch ein pervers geiler Duft ist. So, und das Eau de Toilette so und so, und das Parfüm, ja, kann man machen. Ist gut, ist wirklich gut. Und dann kommt natürlich Energy, wo ich den ranken würde. Ich will die jetzt nicht ranken. Ich sage nur, er wäre wahrscheinlich aktuell auf dem letzten Platz. Es ist ein Release, was man vielleicht hätte sich sparen können. Und vor allen Dingen, wie gesagt, dieses erst in... ich will da gar nicht drauf eingehen. Diese arabische, damit die Leute anfixen, damit, warum gibt's denn nicht hier? Und dann gebe ich noch mehr aus.
Ich bestelle den dort, weil der kommt ja so und so. Und jetzt gibt's den hier bei Müller und überall. Da vorweg, ich habe ihn nicht bei Müller getestet. Ich sag nur, da gibt's den auch. Es gibt ihn ja überall jetzt, glaube ich. Douglas, Müller, etc. pp. Ist jetzt also nichts mehr Besonderes, aber teuer. Aber der Duft ist in meiner Nase jetzt nichts. Also es ist Standard. Und was Arabisch angeht, wie gesagt, da war ich stehen geblieben vor 2 Minuten. Ich erwarte da was anderes. Wenn ihr da Oud reinmacht, natürlich kann ich nicht erwarten von einem Designer, dass da monströs wie bei Oud Maximus und was auch immer hier alles steht, dass das bombastisch Oud ist und das auch echtes Oud ist. Nein, muss doch auch gar nicht. Aber wenn ein Boss Bottle Oud das hinbekommt, und der riecht sogar noch genial, weil ganz anders als andere. Und Boss Bottle werbt ja sogar damit, oder Boss werbt damit, dass in dem Boss Bottle Oud sogar echtes Oud drin ist. Es war minimal, aber es ist echtes Oud drin. Ganz ehrlich. Aber das ist einfach nichts. Es ist ein Karamell, damit merkt ihr schon, in welche Richtung das wieder geht. Karamell, Kardamom, holziger Duft. Süß, süß. Vielleicht nicht so süß, ich mache sehr süße Düfte. Deswegen ist der für mich jetzt nicht zu süß. Aber irgendwie dieses gewisse Etwas fehlt bei dem Duft. Das ist leider so. Und schade. Natürlich nochmal. Er wird vielleicht in meiner Wandlung, genau, in meiner Sammlung wandern, weil ich die eben habe. Aber erst wenn der Preis stimmt oder vielleicht bietet mir den auch einer einen Zug an. Alles easy für einen vernünftigen Preis und auch nicht ich will da einfach nicht so viel Geld für ausgeben. Das ist ein Designer und irgendwann, ganz ehrlich, übertreibt das nicht da draußen. Weil es ist kein Wunder, dass die Leute irgendwann auf Nische komplett umsteigen. Wenn die Leute, die da draußen normal einkaufen, die gar nicht wissen, dass es das hier gibt, und da gibt es viele, wenn die das erstmal spitz bekommen, natürlich kosten die mehr, aber ihr kriegt ja auch schon Nischendüfte für diesen Preis, dann werden sich die Designer umgucken müssen oder sie werden sich dann umgucken. Sie werden es auch jetzt schon merken, weil ganz ehrlich, das sind ja Preise, 50 ml, 170 € für einen Designer. Ich sage jetzt nicht welche, aber da gibt's 1, 2, also Düfte. Stolz, wirklich stolz. Aber wie gesagt, man kann den machen, also ich wollte gerade sagen, wenn ihr die nicht kennt und den Nasim, ja, man kann das machen. Wenn ihr auf Karamell, Kardamom und wie es holzige ein bisschen steht, ja. Und wie gesagt, ich habe ihn getestet, aber vielleicht muss ich das alles. Ich habe natürlich immer an den Tag noch viel mehr getestet und noch mitgenommen. Da wird jetzt ein bisschen was kommen. Da habe ich die auch noch nicht. Ich bin sonst, wie gesagt, immer original zeigen, weil ihr stellt ja auch kein halbes Auto vor oder kauft auch keine. Ich finde das schon wichtig, aber wenn man zu viel Düfte hat und irgendwann ist auch gut, ich kann schon, aber ich will die nicht alle kaufen mehr im Moment, weil ist auch kein Boom, kein Brechen. Und man wird sie auch nicht so einfach los. Im Moment ist es ein bisschen schwer. Die Leute wollen nur noch alles geschenkt haben und so weiter und so fort. Auch fürchterlich. Auf jeden Fall. Ja, schreibt mal unter. Ich kann nichts mehr sagen. Das reicht ja. Ich habe auch genug gesagt. Einzelheit. Karamell, Kardamom, holzig. So, süß. Irgendwie nicht so wirklich. Dieses hier hat er nicht. Das Oud ist schon vergessen. Es hat mit Oud da nichts drin zu tun. Weihrauch. Ach, nee. Also, nee, lassen wir es so stehen. Also, wenn ich Weihrauch und Oud oder wie auch immer, dann nehme ich andere oder auch Weihrauch, vor allen Dingen Amouage. Das ist eine ganz andere Liga. Also, schreiben wir runter, wie findet ihr den? Und so weiter und so fort. Man kann das machen. Vielleicht wird er irgendwann, wenn ich ihn günstig kriege, wird er in meine Sammlung wandern, aber auch nur weil ich die habe. Vielleicht werde ich den auch mal tragen. Vielleicht sehe ich das alles in 3 Monaten auch anders. Nur mal ein kleines Ding, werde ich jetzt sagen. Ich habe letztens, und ihr wisst ja, wie ich dazu stehe, also die Insider wissen, dass ich so ein Angel Share, ich kann das alles nicht so, denn diese DNAs waren nicht meins. Ich habe den letzten aufgesprüht zum Pennen tatsächlich. Ich denke, Alter, ich habe mich tatsächlich neu oder das erste Mal in diesen Duft verliebt. Das heißt, ich werde ihn wahrscheinlich jetzt kaufen müssen zum Winter hin. So ist das. Aber das hat lange gedauert. Das hat sehr lange gedauert. Aber es kann vielleicht auch, nee, ich glaube nicht. Im Moment finde ich ihn gut. Ja, so ist das. Also schauen wir runter, Grüße gehen raus an meine Mitglieder und dann war's das auch schon wieder, bin ich raus. Und bis zum nächsten Mal, Freunde.